kennt das nicht? Alle paar Jahre ändert sich die Technik und die Formate. Eventuell sieht man eines, das meiste Schrott ist. Aber ich stehe da total auf diese alten Goldie-Nostalgie-Aufnahmen, besonders wenn es um alte Filme von mir und meinem kleinen Bruder geht. Opa! Opa! Ja, bitte. Kaka! Ja, dann geh mal schnell, komm. Jetzt diese Helfer, dann hilfst du mir gleich, ja? Jawohl. Da ist schon einiges Wertvolles dabei. Prinzessin, zeig mir dein goldenes Haar. Wie ist das denn? Dreh dich um. Da ist es. Wo denn? Wo denn? Für einige wertvolle Sachen lohnt es sich dann doch, das mal zu retten. Hui, 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 hui. Hier ist jetzt die Könnerabfahrt. Bin ich ja mal gespannt. Hui, ja, hui. Hup. Oh, Vorsicht. Nochmal Vorsicht. Was? Hier geht's um die Ecke? Nee. Straße. Hui. Geschafft. In diesem Video stelle ich Möglichkeiten zur Digitalisierung vor und in einem anderen Video, was ich persönlich dann viel wichtiger finde, stelle ich meine Medienarchivierungsmanagementstrategie vor. Weil zumindest ich will mit den Sachen ja auch schnell arbeiten können, sprich schnell finden, keine Importschwierigkeiten haben und einfach schnell darauf zugreifen können, wenn ich mal wieder Sehnsucht nach ein bisschen Nostalgie habe. Kleine Sophie. Die Kamera hier macht mächtig Eindruck, ist aber totaler Schrott. Die habe ich 2007 von meinem Opa geschenkt bekommen, weil der hat die nicht mehr gebraucht, der hatte schon längst eine neue. Da hat er sie mir vererbt und immer wenn ich irgendwo filmen war, haben die Leute gedacht, ich bin vom Fernsehen. Guten Morgen! Und? Dokufilm? Filmst du? Nee. Ich film die ganze Zeit. Ich kann das genau sehen. Du musst auch was trinken. Ich trinke doch gar nichts. Ich trinke nie was. Ja, es ist fürs Fernsehen hier. Aachener Nachrichten, diesmal Aachener Nachrichten TV. Nein, das ist WDR Lokalzeit. Genau. Heute vom Aachener Weihnachtsmarkt. Die Schnapsleichen liegen schon auf den Straßen. Ich will mal woanders. Das ist eine Mini-DV-Kamera, sprich quasi digitale Datenspeicherung auf einem Magnetband. Ich habe damit unter anderem sehr viel laute Big Band-Konzerte aufgenommen und hatte nie Probleme mit Übersteuerung oder sowas. Allerdings hat das Ding das auch größtenteils automatisch gemacht. Das ist also eine Kamera für Leute, die nicht so eine Ahnung haben. Ich selbst bin ein Kind der 80er und 90er, also Videodaten im Super VHS High 8 Format. Quasi analoge Datenspeicherung. Für alles, was zeitlich da vorliegt, kann man sich in speziellen Geschäften Equipment ausleihen, um das zu überspielen. Man kann sich übrigens auch seine High 8 und Mini-DV-Bänder professionell überspielen lassen, aber ich habe mir da so ein Teil besorgt. Einen Analog-Video-Digitizer und war damit total zufrieden. Man kann sogar wählen, ich glaube der Anschluss heißt S-Video, wenn man es damit macht oder mit denen hier. Steckst du dann an deine noch funktionierende, zumindest in der Abspielfunktion funktionierende Kamera an. Die Software zu solchen Dingern wird in der Regel mitgeliefert und du kannst deine Bänder überspielen ins MPEG oder TS-Format. Da drückt man einmal aufs Knöpfchen und dann läuft das. Kann man sich parallel angucken, wenn man will. So, wer kennt das noch? Firewire. Ich hatte zum Glück noch Computertechnik, die Firewire-Anschluss hat. In der Regel hat man seine Mini-DV-Bänder sowieso schon irgendwo digitalisiert gehabt. Zur Not geht aber auch noch das Prinzip hier mit dem Analog-Digitizer. Und zumindest meine Eltern haben zu Hause noch so ein altes Universal-Videogerät, wo man halt Kameras auch mit solchen Anschlüssen noch anschließen kann und dann kann man das auf DVD spielen. Und dann von der DVD auf den Computer ziehen. Dafür braucht man allerdings wieder ein Laufwerk und Laufwerke sind ja auch schon am Aussterben. Also haltet euch ran mit der Digitalisierung, es wird immer schlimmer. Ist das Kunst oder kann das weg? Jedenfalls habe ich alte analoge Fotos einfach abfotografiert. Man kann sich die Mühe machen, das alles einzuscannen, aber vom Workflow her finde ich das viel besser, das einfach abzufotografieren. Dafür stellst du dir ein Stativ auf
und benutzt den Autoauslöser, damit es nicht so verwackelt ist. Eventuell Makro- und manuellen Fokus benutzen. So, hast alles aufgestellt, dann würde ich einmal das Cover und die Beschriftung abfotografieren, dann den Deckel des Fotoalbums. Und dann blätterst du dann dein Fotoalbum durch. Das reflektiert jetzt ein bisschen, muss man so ausrichten, dass die Reflexion nicht direkt in die Kamera scheint. Wenn in dem Album noch Anmerkungen sind, dann fotografierst du die ganze Seite am besten einmal ab. Nächtliche Schlittenfahrt auf dem Hof. So spiegelt es was, so weniger. Hängt vom Winkel Lichtquelle zu Objekt zu Betrachter ab. Einmal die ganze Seite und besondere Schnappschüsse nochmal was näher. Und besonders schöne Fotos dann nochmal rangezoomt. Erledigt! Nun dürfen wir auch mal spielen. Das war, glaube ich, im Legoland. Eindeutig Legoland. Meine alten Handabdrücke. Auch gut. Ein Fuß. Also ideal ist so ein Wetter mit wolkenbehangenem Himmel, weil das gibt schönes, diffuses Licht. Wenn es regnet, ist das egal, denn wir machen ja nur Fotos und keinen Film. In guter Qualität. Wichtig. Total wichtig. Windows ME Startdiskette. Theater AG. HTML-Datei. Diagramm HTML. Double-sided. 1 Megabyte Capacity. Sophia Bohne. Das muss gut sein. Ich weiß sogar, was das ist. Informatik 8. Klasse, da mussten wir so eine HTML-Webseite programmieren mit dem Thema Bohne. Verschiedene HTMLs. Sophia Praktikumsbericht. Antivir, das gab es damals schon. Hat sich aber lang gehalten. Installationsdiskette. Die ist noch frei. Den hab ich gefunden. Jetzt küss den mal. Vielleicht ist es ja ein Prinz. Na, bist du süß. Ja, kannst du sprechen. Oh, der kann quaken, süß. So, was wollte ich dir noch erzählen? Irgendwas Wichtiges. Auch heutzutage brenne ich ab und zu mal Familienfilme auf Blu-ray. Ich habe letztes Jahr ein altes H8-Band von mir aus den 80er Jahren bei so einem Dienstleister digitalisieren lassen. Und der hat das nicht auf eine normale DVD gemacht, sondern auf so eine sogenannte M-Disc, Millennial Disc. Die Leute lassen sich über was Neues einfallen. Ja, auf jeden Fall meint er, DVDs halten so 5 Jahre, Festplatten auch. Kann ich nicht bestätigen. Und bei einer M-Disc ist es quasi in Stein gemeißelt. Die brennt das so quasi auch so steinmäßig. Eine sogenannte anorganische Schreibschicht, werbewirksam auch als Rock- oder Steinschicht bezeichnet. Dafür braucht man einen speziellen Brenner, soll angeblich 1000 Jahre halten. Daran merkt man schon, dass das reine Werbestrategie ist, weil wie will man das überprüfen? Mutwillige Gewalteinwirkung wird es auf jeden Fall nicht überstehen. Hallo, wie geht's euch? Soll ich euch mal zeigen, wie man sich richtig wehtun kann? Also, passt auf. Heute. Geht's euch? Gut, ne? Oh, wer liegt denn da unten? Mal sehen. Und die Kamera, mit der ich filme, das ist zwar schon eine HD-Kamera, aber die habe ich mir 2011 gekauft. Wer weiß, wann die entwickelt wurde. Ist also quasi auch schon fast 10 Jahre alt, aber funktioniert noch. Für meine Zwecke reicht's. Denn ich bin ja nur Hobbyist und kein Profi. Und ich habe übrigens nie behauptet, dass ich gut filmen kann. Ich habe es einfach gemacht. Als ich überall mit dieser fetten Kamera von meinem Opa hingerannt bin, hatte mein Vater die grandiose Idee, mir eine kleine digitale Kamera zu kaufen. Ohne Band auf SD-Chip. Weihnachten 2008 habe ich die, glaube ich, bekommen. Mit Laser Touch Operation. Die habe ich allerdings bis zum End of Life betrieben, deswegen kann ich die jetzt nicht mehr vorführen. Jedenfalls kam die Kamera seitdem immer mit, weil die auch so klein ist, immer im Rucksack dabei gehabt. Dementsprechend sieht es auch aus. YouTube One-Touch Upload, damals schon. Das kann man verwechseln. Diese Bezeichnung kann man leicht mit Streaming verwechseln. Da habe ich dann meinen kleinen Cousin ein bisschen verarscht, indem ich behauptet habe, wenn ich ihn filme, wird das direkt nach YouTube gestreamt. Er hat behauptet, das geht nicht. Ging damals auch noch gar nicht. Aber in weiser Voraussicht habe ich das schon mal prophezeit. Was ein Freund. Darf ich das Video hier von dir ins Internet hochladen? Nein! Zu spät. Nein! Es hat Direct Upload hier. Wenn ich direkt hier drauf drücke, der lädt das direkt hoch ins Internet. Nein, Jetzt das schon. ist unmöglich. Das ist ja schon alles hochgeladen. Nein, das geht gar nicht. Natürlich, hier. Nein, ich bin sowas Profi. Ich kenne mich damit super aus. Sie hat einen Freund mit Hasenzähnen, blonden Haaren, Brille, schwarzen Augen, Segelohren, während der hier aufnimmt, wird dicke das Nase. hochgeladen. Nein, geht nicht. Da hinten wir haben doch WLAN, darüber wird's gemacht. Ja, WLAN. Kommt damit nicht ins Internet? So ein WLAN-Dings da bumsen. Ach, das wird direkt über WLAN weiter übertragen. Ja, aber nicht ins Internet. Ah, prima. Das ist gut. Das geht gar nicht. Ja, sicher. Jetzt muss er was Schönes machen für die Welt. Oh ja. Ende. Gut.
Gut, wenn wir jetzt soweit sind, dass wir alles digitalisiert haben, bin ich noch einen Schritt weiter gegangen. Und zwar habe ich alle alten DVDs zusammengesucht, die ich gefunden habe bei mir und bei meinen Eltern und sonst wo. Und habe die dann auch nochmal auf die Festplatte gezogen, weil da auch ganz viele digitalisierte Bänder schon drauf waren, die aber in den Nullerjahren irgendwann mal digitalisiert wurden. Das bedeutete, einige dieser Aufnahmen hatten dann hier drauf eine wesentlich bessere Qualität als die ich auf den Bändern jetzt von 2015 bis 2018 digitalisiert habe. Also wenn man noch so alte DVDs hat mit älteren Digitalisierungen seiner Bänder, dann sind die eventuell der späteren Digitalisierung mit solchen Systemen zu bevorzugen, weil die Bänder mit der Zeit altern. Und solange da genug Redundanz drauf ist, bleibt die Qualität hier im Wesentlichen gleich. Lächeln bitte! Du sollst nicht so wackeln. Auf so uralten Festplatten, das ist ein USB 1.0, habe ich auch noch mal einiges an Material gefunden. Alles gesammelt, benannt, so wie ich es in einem anderen Video erkläre, nach Zeit geordnet und so konnte ich mir dann immer die beste Qualität raussuchen. Und in das Endmedienarchiv kamen dann nur die besten Aufnahmen. Alle Aufnahmen und von denen, wo ich mehrere Versionen hatte, die beste Qualität. Noch Fragen? Mit den Hi8-Aufnahmen bin ich durch. Ich habe hier noch einiges an Mini-DVs vor mir. Es ist natürlich eine Lebensaufgabe, aber spätestens, wenn man alte Schätzchen findet, dann hat es sich schon gelohnt. Und wer erinnert sich noch an das Star Wars Kit, aufgenommen im November 2002? Ich habe das schon 1999 gemacht. Dann hat es sich gelohnt. Das hier ist jetzt nur der Kram, den ich hier bei mir zu Hause habe. Bei meinen Eltern gibt es noch viel mehr Museumsstücke. Bei meinen alten Eltern steht übrigens auch das Ostsee, was ich mal für eine meiner Filme verwendet habe. Ja, ich glaube, Ausmisten und Minimalismus ist auf jeden Fall nichts für meine Eltern. Ist aber auch gut so, jedem das seine. Ich habe also richtig Lust, hier alles zu durchsuchen und dann mal zu kategorisieren. Vielleicht findet man noch was man für Filmchen benutzen kann. Das ist ein alter, selbstgebauter Apple IIe. Hier die Tastatur. Da drin der Computer. Ausgeklügeltes Kühlsystem. Papstmotoren. Das war so ein Eigenbau. Zwischenkreis, Kondensator, Trafo. Und wunderschöne, nicht mehr ganz so grüne Platinen. Und da das Stromkabel. Ein richtig langes Stromkabel, damit man auch unabhängig war. Quasi wie ein Laptop. Hier ist der DIP. Und eine Status-LED. Ein Apple IIe im Koffer. Naja. Ganz schön staubig. Also der Keller hier ist eine wahre Fundgrube für Requisiten jeglicher Art. Eine Katze haben sie auch. Und altes Lego von mir. Kompensationsröhrenvoltmeter. So. Jede Menge Museumsstücke. Eine Waage. Einige alte Fotoapparate. Also für mich war es wichtig, erstmal alles zu haben, damit ich selber entscheiden kann, was einfach nur langweilige Landschaftsszenen sind. Dann wollte ich es möglichst kompatibel haben, schön archiviert, schön geordnet, hohe Verfügbarkeit, lange Lebensdauer. Denn ich will das nicht nur irgendwie im Kopf gesichert haben, ich will damit auch tatsächlich arbeiten. Besonders für die Familie, für Geburtstage und all sowas mache ich sehr viele Filmchen. Und es lohnt sich. Also die freuen sich alle immer. Und andere Leute reinzustellen, ist immer so ein bisschen confidential. Aber bei eigenen Aufnahmen, bei eigenen Kinderaufnahmen habe ich da weniger das Problem und kann da auch viel mehr zeigen. Als wenn ich jetzt nur wie hier die Kamera hinstelle und mich selbst filme. Ist ja auf die Dauer auch langweilig. Und so schön bin ich nun auch wieder nicht. Ich wollte schon immer mal wissen, was passiert, wenn man... Ach, das passiert.
Ja, hallo, ich bin vom Fernsehen, WDR Aachen, Lokalzeit. Oh. Was schreist du denn immer so? Ich schreie vor Freude. Heutzutage laufen die ganzen Filmer ja mit Kameras rum, die aussehen wie Fotoapparate, meiner Meinung nach. Also so weit bin ich jetzt noch nicht. Ich brauche eine Videokamera, die auch aussieht wie eine Videokamera. Wer sich auch für das Medienarchiv und Datenschubsen interessiert, schaut sich bitte das andere Video an. Wenn da irgendjemand Verbesserungsvorschläge oder weitere Tipps hat, ich bin ganz Ohr. Hallo. Oh, jetzt habe ich den Text vergessen. Mach du weiter. Ja, das war's. Danke sehr. So, das reicht. Schluss, Schnitt. So, vielen Dank fürs Zusehen.